Wie lange hat es gebraucht, bis ihr euch dann dort letztlich auch selbst versorgen konntet? Sprecht ihr inzwischen auch mit euren Bäumen dann? Wie ist hier bei euch die Wasserversorgung? Wie viel Startkapital muss denn jemand mindestens mitbringen, wenn er so ein Projekt angehen will? Was macht ihr anders oder wie ist euer Mindset anders, damit ihr hier nicht aufgebt? Und würdet ihr das wieder machen? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute ein interessantes Thema, das wir mal besprechen wollen mit Sandra und Michael. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Es gibt ja so viele Gründe, man liest das immer mehr im Internet, YouTube und überall. So der Drang, sich selbst zu versorgen, der steigt immer mehr. Und auch bei unseren Mandanten sind ja die meisten, die auswandern in andere Länder und dann auch so die Idee haben, Überlegungen haben, kann ich mich da vielleicht selbst versorgen? Also diese Frage haben wir schon öfters gehabt. Und es gibt so die verschiedensten Gründe. Ich habe mich selber schon mit einigen unterhalten. Manche sagen, die Kosten explodieren für Lebensmittel und Energie. Das ist durchaus eine interessante Sache, über Selbstversorgung nachzudenken. Manche machen sich Sorgen um die Umwelt. Viele Nahrungsmittel sind ungesund. Oder generell auch, was wir halt häufig gerade in Zeiten der Pandemie hatten, dass die Menschen einfach generell unabhängig sein wollen. All das sind Gründe. Und dann gibt es auch noch welche, die einfach ihr Leben vereinfachen wollen. Und das mag auch ein legitimer Grund sein. Und vielleicht habt ihr noch viel, viel mehr Gründe, über die wir dann noch sprechen können. Also das ist heute unser Thema. Leben als Selbstversorger. Für wen kommt das in Frage? Wir freuen uns, jemanden da zu haben, der das selbst nicht nur ausprobiert hat, sondern eigentlich auch sich immer mehr zum Profi entwickelt hat auf dem Gebiet. Wir wissen, das alles erfordert viel Arbeit und viel Mühe. Auch da wollen wir heute drüber sprechen, was damit alles verbunden sein kann, damit unsere Zuschauer und Zuhörer, die sich vielleicht auch mit dem Gedanken tragen, gehe ich den Weg weiter, lasse ich lieber die Finger davon und wenn ich es mal mache, wie gehe ich es denn am besten an? Habe ich das ungefähr gut zusammengefasst? Ja, richtig gut. Ja. Top. Der eine oder andere Zuschauer, Zuhörer denken, der hat sich bestimmt auch schon mal mit dem Gedanken getragen, das zu machen. Und durchaus habe ich so ganz kleine rudimentäre Selbstversuche auch schon gemacht. Aber das gehört jetzt vielleicht gar nicht heute in den Podcast. Jetzt wollen wir euch auf alle Fälle, liebe Sandra, lieber Michael, die Gelegenheit geben, stellt euch doch selbst mal unseren Zuschauern und Zuhörern vor, bevor wir dann in das Thema einsteigen. Ja, also wir sind Sandra und Michael und leben aktuell in Portugal. Es ist jetzt unsere zweite Auswanderung hierher. Wir sind 2015 das erste Mal in eine etwas trockenere Region hingewandert mit unseren beiden Kindern. Dann sind wir zurück nach Deutschland gegangen, genau in der Pandemiezeit. Und 1,5 Jahre später sind wir wieder hierher gekommen. Und diesmal ein bisschen näher am Meer. Genau, 10 Minuten mit dem Auto von unserem Grundstück zum Meer. Ja. Sebastian, das Thema Selbstversorgung, ist das für dich ein Fremdwort oder hast du da auch schon ab und zu mal mit dem Thema so geliebäugelt? Oder was hast du? Nee, das ist für mich absolut gar kein Fremdwort. Ich meine, ich hatte ja früher in den USA selbst eine Ranch in Texas und bin mit dem Thema Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft, Permakultur weit vertraut. Ich habe auch ein Startup immer noch in den USA, was sich mit dem Thema beschäftigt. Generell lokal, letztlich hier Local Food, also dieses ganze Thema Farm to Table, ja, also kurze Wege, lokale Versorgung, ob es jetzt selbst ist oder durch Landwirte, Dienstleister, Grower, die jetzt in unmittelbarer Nähe sind. Also das ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema und auch für viele Mandanten von uns ein Riesenthema. Also wir haben viele Mandanten, die damit liebäugeln. Meine Erfahrung ist natürlich bei aller Romantik, und das wird das sicherlich bestätigen können, dass man die Arbeit unterschätzt. Ja. Also schön und erfüllend. Ich sage jetzt nichts Negatives, ja. Aber auf jeden Fall also nicht zu unterschätzen, auch wenn es sehr befriedigend ist und so, ganz klar. Ja. Aber für viele bleibt es halt einfach aufgrund dieser Dinge halt auch ein Traum, weil natürlich, es klingt immer einfach, man schaut ja so oft auch vielleicht herunter auf Landwirtschaft, der Bauer sagt man so ganz herablassend oft, ja. Es ist schwierig und so die Natur zu verstehen, im Einklang mit der Natur das Ganze zu machen, das hat schon seine wirklichen Herausforderungen, die Jahreszeiten zu kennen, die Gezeiten zu kennen, die Gegend zu kennen, die Böden zu kennen, ganz wichtig, der Boden, extrem wichtig und so. Also deswegen für viele bleibt es ein Traum. Deswegen ist sicherlich ganz interessant, ich meine, ihr habt ein Buch dazu geschrieben, ihr macht Beratung bei dem Thema. Also das ist für viele sicherlich hochinteressant. Gut, dass wir darüber auch gesprochen haben, oder? So lernt man doch auch vom Sebastian immer mal wieder seine Vergangenheit kennen und das mag auch für den einen oder anderen. Also, jetzt ist aber so,
als wir gesucht haben, weil wir haben ja wirklich schon gezielt gesucht nach jemandem, mit dem wir uns mal über dieses Thema unterhalten können. Und dann sind wir auf eure Seite gestoßen und da war halt schon ein Gedanke, der hat uns kurz innehalten lassen, weil euch das schon ein bisschen abhebt von anderen, weil bei euch nämlich nicht nur das Wort Selbstversorger sozusagen im Mittelpunkt steht, sondern bei euch ist halt das Thema Waldgarten, was da so vorgehoben wird. Und bitte erklärt doch mal unseren Zuschauern und Zuhörern, was es eigentlich ist, ein Waldgarten, was ist das Besondere daran und warum ihr jetzt euch mit diesem Thema auseinandersetzt und das so in den Mittelpunkt setzt. Der Waldgarten ist halt für uns das beste System, Nahrung anzubauen, also aus Erfahrung, weil der Wald halt unser Vorbild ist. Das heißt, er hat bestimmte Prinzipien, die wir praktisch nachmachen, die im Wald vorkommen. Wie alleine ein Prinzip ist praktisch das Mulchen des Bodens. Ja, total das heißt, wichtig. Die Bäume verlieren ihre Blätter, bedecken damit den Boden. Und das ist ein Prinzip nur, was man übernehmen kann, was man sowieso schon in der Permakultur übernimmt, nämlich das Mulchen von Beeten, um es gegen die Witterung zu schützen. Und da gibt es dann auch viele andere. Wir haben das in Portugal ziemlich schnell gemerkt. Also der Boden, die ganze Zeit knallt die Sonne auf dem Boden, das trocknet ziemlich schnell aus. Und da mussten wir eigentlich ziemlich schnell aktiv werden mit dem Mulchen. Ja. Und so sind wir auf das Prinzip irgendwann gestoßen. Also wir sind einfach angefangen, wie das so ist, schön naiv, einfach alles irgendwie in der Erde. Und wir haben von Anfang an ziemlich eng gepflanzt. Und dann sind wir auf diesen Begriff Food Forest gestoßen, haben uns YouTube-Videos angeguckt, weil in den USA ist es ja schon ein bisschen bekannter als jetzt in Deutschland, kommt es ja erst. Und dann dachten wir uns, wie genial ist das denn? Und natürlich hatten wir auch nebenan so einen kleinen Korkeichenwald, wo wir immer hingelugt haben und gesehen haben, da keimen unten wieder die neuen Bäumchen, da ist es halt kühler, da ist es feuchter, da hält man sich gerne auf. Wenn man die Blätter ein bisschen an die Seite macht, hat man gesehen, da ist auf jeden Fall Bodenaktivität. Genau. Das gab es da bei uns dann auf diesem brachen Felsen erstmal gar nicht. Also da kreuchte und fleuchte nichts. Da war eigentlich, es war tot. Genau, und da haben wir halt gesehen, da ist Leben, da entsteht etwas. Und es wäre schön, wenn man aus dieser Lebendigkeit auch Bäume und Sträucher hervorbringt, die ja auch Nahrungsmittel produzieren. Weil diese Korkeichen, die wurden zwar vom Menschen dahin gepflanzt, aber im Unterholz kam auch Medronio hoch, also so eine Frucht, die Vögel gerne essen. Also es entwickelte sich langsam der Wald. Und wenn man dazwischen Essbares pflanzt, was für den Menschen gut ist, und so kann man das umstrukturieren, umformen. Wenn man schon, sag ich mal, einen Monokulturwald hat oder wenn man komplett neuen anlegt, dann achtet man drauf, dass es Wald ähnlich ist und man sehr viele nützliche Bäume anpflanzt, also die Nahrung produzieren. Wenn man sich jetzt über Food Forestry unterhält oder auch generell Selbstversorgung, ist ja die erste Frage, eine der ersten Fragen, die jeder hat, wie viel Fläche brauche ich denn da? Ja, ich meine, es gibt in den USA relativ viele von diesen Urban Farms, die sind ja sehr großzügig angelegt in den USA. Vorgarten, sage ich jetzt mal nach deutschem Verständnis, die einen Vorgarten oder auch einen Garten hinterm Haus dann letztlich verwenden und diesen toten Rasen letztlich, der ja kein Leben hat, außer er wird jetzt da stark mit Kunstdünger gedüngt, dann umfunktionieren in eine Urban Farm oder so. Also wie groß man sich das vorstellen? Also was ich von euch gelesen habe, ist ja die Fläche gar nicht mal so groß. Also über Hektar können sich die meisten vielleicht jetzt wenig vorstellen, aber so, was muss man sich denn jetzt dort vorstellen, was ich jetzt brauche, zum Beispiel, um so ein Projekt jetzt durchzuführen? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Also wir hatten ja tatsächlich 4 Hektar bei unserem ersten Grundstück und da haben wir ja ganz schnell gemerkt, dass es mega schwierig ist. Also 4 Hektar komplett als einen Waldgarten umzufunktionieren. Jetzt haben wir einen halben Hektar, funktioniert ziemlich gut, kann man aber auch mit einem Vorgarten machen. Also es kommt immer darauf an, wie viele Ressourcen man auch hat. Man ahnt gar nicht, wie viel Energie man in ein Stückchen Erde oder Land stecken kann und sollte auch. Das Prinzip ist ja, dass man steckt ja ziemlich viel am Anfang rein, um die Lawine ins Rollen zu bringen. Dann gibt praktisch der Natur so einen Schubser und dann übernimmt sie und dann macht sie von selbst weiter. Aber am Anfang, wenn man braches Land kauft, wenn man wirklich degeneriertes Land kauft, muss man schon viel Input geben. Also Liebe, Schweiß, aber auch Nährstoffe, Mulch, Wasser.
Und dann entwickelt sich das Leben von selbst nach und nach. Dann schattieren die Bäume den Boden, dann mulchen die sich selbst, dann entsteht das Leben, vermehrt sich, vervielfältigt sich und die Lawine beginnt. Ja, so kann man den Prozess beschleunigen. Also ein halber Hektar, nur um es zu sagen, ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Ja? Ein Fußballfeld würde man sagen, 150 Meter, halber Hektar. Also nur, dass man im Kopf ein Bild hat, wenn man jetzt nicht genauso mit Hektar und so umgehen kann. Genau, und in Deutschland hatten wir zum Beispiel die Fläche von die Hälfte von einem Fußballfeld. Funktioniert auch super. Ja, aber also wir haben jetzt auf dem halben Hektar haben wir über 200 neue Bäume gepflanzt. Genau. Und Bewuchs ist auch noch da, also bestimmt noch mal 100 große Bäume drauf, also sagen wir 300 Bäume, die, wenn sie ausgewachsen sind, 3 bis 6 Meter hoch werden. Die größten vielleicht 10, weil hier in der südlichen Region werden die Bäume nicht so riesengroß. Ja, wenn man jetzt hier durchgehen würde, wird man schon sehen, dass es sehr eng bepflanzt ist. Also wir haben zwischen den Bäumen sind vielleicht gerade mal so 3 Meter. Schon sehr eng. Ja, weil das ist ein wirklich sehr intensives Bewirtschaftungssystem. Also hier kommen ja keine Maschinen durch. Genau. Hier passt gerade ein Mensch mit der Schubkarre durch. Aber gewollt auch. Genau. Und wenn überhaupt mit der Schubkarre, weil unter den Bäumen werden natürlich dann Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren gepflanzt, dann werden Sträucher, Büsche, Kräuter gepflanzt. Also es wird innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre waldähnlich aussehen. Nur mit ganz viel Überraschung am Wegesrand, links und rechts, essbare Sachen, die man pflücken kann, überall. Nächste Frage, die jeder hat, gerade wenn ihr jetzt in Portugal seid, Wasser. Ja, also ich meine, jeder weiß ja, gerade in südlichen Ländern ist vielen Medien, Trockenheit und so weiter und so fort. Aus den USA weiß man natürlich, dass man dort auch schon die Ureinwohner und auch letztlich und natürlich jetzt heutzutage auch Wege gefunden hat, gerade auch natürlich über die regenerative Landwirtschaft und über letztlich neuen Boden aufbauen, hier dann auch Erosion im Boden zu verhindern, gerade auch über Bäume, Pflanzen, Gräser und so weiter, um damit auch das Wasser natürlich dann im Boden zu halten. Wie ist hier bei euch die Wasserversorgung? Problem, kein Problem? Also definitiv braucht man Wasser. Also das haben wir auch ganz oft in Kundengesprächen. Das heißt, oh, Permakultur, super, muss ich nicht gießen. Ich warte einfach ab, bis es regnet. Funktioniert nicht, weil so ein Baum am Anfang definitiv, und das rechnen wir auch aus, wie viel Liter zum Beispiel eine Orange braucht pro Tag im ersten Jahr. Ganz wichtig, damit dieser Baum ja auch erstmal ein gutes Fundament hat. Also das ist so ein bisschen ein falsches Verständnis manchmal, worauf wir stoßen. Man spart in der Permakultur Wasser langfristig. Gar keine Frage. Man baut eine Mulchschicht auf, die 1% organisches Material mehr im Boden speichert, 10% mehr Wasser. All solche Sachen, die fördern ja praktisch, dass man am Ende weniger Wasser verbraucht als eine konventionelle Plantage oder als konventioneller Obst- und Gemüseanbau. Aber nichtsdestotrotz braucht man Wasser, um Obst und Gemüse herzustellen. Ja, wir persönlich haben einen tiefen Brunnen, 80 Meter tief. Und muss ihr den selbst graben oder hat den euch weiter da, als ihr es gekauft habt? Nein, da kommen, ja genau. Ja, und sonst kommen Firmen, die richtig in den Boden, die langen, was sind das denn, Metall? Ja, kommt auf den Boden an. Also manchmal sind es PVC-Rohre, also 10 Zentimeter Durchmesser. Wenn es poröser Boden ist, der einsturzgefährdet ist, unterirdisch, dann kommen Stahlrohre rein, damit das Loch nicht zufällt. Also und damit die Rohre nicht gequetscht werden. Aber ist hier üblich, dass man halt einen tiefen Brunnen hat. Zusätzlich haben wir noch einen alten Brunnen, also der von Hand irgendwie entstanden ist. Den haben wir ein bisschen tiefer baggern lassen. Mittlerweile ist der, glaube ich, 6, 7 Meter tief und 10 Meter breit. Und wir haben das sind manchmal nur so kleine Handgriffe, weil wir haben halt eine Straße, also jetzt keine... Ein Schotterweg. Ja, so ein Schotterweg, genau. Und da hat Michael einfach mit der Spitzhacke einen kleinen Weg oder so eine Wasserschneise. Also wie tief ist das denn? Ein paar Zentimeter nur. Es war so, das Wasser kam oben von der Straße, aber floss irgendwo anders hin. Und ich habe praktisch einen Durchbruch zu unserem Grundstück gemacht. Und jetzt sammeln wir noch von 1000 Quadratmeter Straße das Regenwasser im Winter. Genau. Und da können wir locker in einer Saison 1 Million Liter Wasser sammeln. Wahnsinn. Jetzt habe ich trotzdem noch mal eine Frage an euch beide. Und zwar, also eigentlich ein Haufen Fragen, die mir jetzt beim Zuhören gekommen sind. Aber eine ist zum Beispiel, seid ihr mit dem Ziel jetzt ausgewandert, sagen, wir möchten wohin auswandern, wo wir uns selbst versorgen können? War das das Ziel von Anfang an oder ist die Idee erst so später
kommen? Also wir hatten uns irgendwann interessiert für gesunde Ernährung. Und dann fängt das ja so an. Dann kommt so ein kleiner Stein ins Rollen. Und dann hatten wir einen Permakulturgarten, gar nicht mal so einen kleinen in Deutschland und haben gesehen, oh ja, also funktioniert ja ziemlich gut und schnell. Wir waren im Urlaub immer in Portugal und irgendwie war in uns aber auch so ein Prozess, dass wir keine Lust hatten, die ganze Zeit, also so irgendwie in Deutschland und immer dasselbe. Also irgendwie schrie schon so ein bisschen Abenteuer auch in uns. Die Abenteuerlust. Und natürlich der lange Winter in Deutschland, da konnte man im Garten nicht viel machen und ich hatte immer viel Langeweile dann im Winter. Und ich dachte mir, ach, so eine Region, wo man das ganze Jahr über anbauen kann, wo man Apfel, Birne, Pflaume und Banane, Mango und Avocado alles auf einem Grundstück anbauen kann. Das wäre doch mal schön. Ja, das hat uns richtig gereizt. Also wir sind auch gerne draußen, wir mögen es warm, also nicht zu heiß, aber schon auch warm und ja, darum haben wir auch nur ein kleines Tiny House, weil hier sind wir zum Schlafen, Duschen, Kochen und ansonsten sind wir halt alle draußen. Also, ja. Aber war schon der Wunsch nach Selbstversorgung und der Weg dorthin, ja, das war viel Erfahrung. Am Anfang hat man ja eine Vorstellung, ja, was ist Selbstversorgung? Man backt sein Brot, man näht seine Klamotten selber oder wie auch immer, aber man merkt ganz schnell, man kommt sehr schnell an seine Grenzen und weiß, man kann nicht alles machen. Also ein intensives Jahr hatten wir auch. Da haben wir ganz viel selber gemacht. Wir hatten ja auch eigene Tiere und dann drehte sich aber wirklich von morgens bis abends alles ums Thema Essen, Einkochen, Fermentieren. Ziegen wollten wir uns eigentlich auch noch anschaffen und melken. Und dann haben wir aber auch gesagt, nee, es wird, glaube ich, langsam zu viel. Und dann haben wir aber auch gemerkt, also es dreht sich halt nur noch ums Essen, da wird einem irgendwie, wird man wahnsinnig. Jeder muss für sich selber so ein gesundes Mittelmaß finden, wie viel Zeit er in die Selbstversorgung investieren will. Und da gibt es ja dann von bis, ob man nur seine Paprika haben möchte oder nur Gurken, Tomaten und Eingekochtes dazu und dann noch eigenen Käse. Ne? Ja, also wir sind schon, also den Druck haben wir gewaltig rausgenommen, weil es ist natürlich... am Anfang war es ein bisschen eine Idealvorstellung, so Selbstversorgung, aber komplett schnell nachjustiert und gemerkt, wir spezialisieren uns auf einige Sachen, die gut gehen, die wirklich gut gehen. Genau. Und das machen wir dann. Sehr gut, dass ihr den Hinweis noch gebt, weil ich denke, das ist auch so eine Ideal-Traumvorstellung, die möglicherweise auch einige unserer Zuschauer und Zuhörer jetzt haben. Ne? Also Selbstversorgung, dass man das halt wirklich falsch versteht. Also bei mir wäre es zum Beispiel, weil du das gerade mit den Ziegen oder sowas erwähnt hast, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, aber in dem Moment, wo ich dann mir überlege, irgendwann muss man das Tier auch mal schlachten, da war bei mir eigentlich die Sache schon vorbei, ne? Weil spätestens dann hätte ich mir jemanden kommen lassen müssen, weil ich kann es nie oder so. Aber ich will es auch gar nicht. Wir hatten Hühner, wir hatten sehr viele Hühner und haben auch wirklich gesagt, also das Fleisch, was wir dann essen, das schlachten wir. Und an so ein Huhn haben wir uns noch dran getraut. Für unsere Kinder fanden wir das interessant. Also diese typische Bärchenwurst, ne? Also ist ja immer alles ganz... Hast du dem Hund den Hals umgedreht? Oder ich meine, irgendeiner muss das ja machen dann in der Familie. Mit der Axt. Und also unser Sohn und ich, wir waren eher so die, okay, schon krass. Und Michael war dann halt an der vordersten Front. Und unsere Tochter, die ja noch ganz klein war, die fand das richtig spannend. Also die isst auch sehr gerne Fleisch. Und wir dachten so, ja gut, vielleicht kriegt sie dann ja auch noch mal so ein bisschen so Respekt davor. Und war da mittendrin, die fand das dann ganz... Aber das war wichtig für uns als Familie und auch für mich. Ich habe das ja von meinen Großeltern so kennengelernt auf dem Bauernhof. Aber das selber zu machen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und dann entscheidest du... Ist das ganz anders, Ja, und dann entscheidest du auch wirklich, brauche ich jetzt das Fleisch? Genau. Oder nicht? Wir waren dann auch recht schnell und dann haben wir vegetarisch unterwegs. Ja, und dann haben wir es eingelassen, weil wenn ich kein Tier töten muss, um zu überleben, dann mache ich es lieber nicht. Aber es gibt einem trotzdem Selbstvertrauen, es gibt einem ein Stück weit Urvertrauen zurück. Man könnte es in der Not, genauso wie wir jetzt hier uns mit dem Angeln gerade auseinandersetzen. Und das ist schon irgendwie ein krasser Moment. Also so eine Angel ins Meer werfen und dann holt man tatsächlich einen Fisch daraus. Dann muss man den auch irgendwie natürlich töten und den ausnehmen. Und ja, aber wie du sagst, darum geht es wieder, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, sich unabhängig zu machen und erstmal gucken, wie funktionieren diese Sachen. Das war eigentlich auch unser Ursprung, auszuwandern. Wie funktionieren die ganzen Sachen? Wie mache ich warm Wasser in mein Haus? Wie mache ich, dass Strom in meine Steckdose kommt? Müssen wir vielleicht auch dazu sagen, also unser erstes Grundstück war wirklich
ein Grundstück, was 50 bis 60 Jahre unbewohnt war. Es war total verwildert und wir hatten am Anfang ja gar nichts. Wir hatten keinen Strom, kein Wasser, kein Haus. Wir kamen da mit Zelt, unseren Kindern und ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, die bräuchten wir, glaube ich, wäre ganz gut. Ja, wir haben 2 Monate im Zelt gelebt, auf dem Grundstück. Genau. Die nächste Stadt war 20 Minuten entfernt. Und dann haben wir nach und nach unser Holzhaus selber gebaut. Genau. Ja. Cool. Und Wie lange ging das denn? Also jetzt habt ihr gesagt, ihr kam dort an, es war total verwildert. Ihr musstet im Zelt liegen. Wie lange hat es gebraucht, bis ihr euch dann dort letztlich auch selbst versorgen konntet? Und auch bei eurem jetzigen Projekt, wo steht ihr da? Was musst du da für einen Zeitplan rechnen, bis man da mal so dann in der Position ist? also eigentlich recht schnell. Es geht verdammt schnell. Also im ersten Grundstück, also wir dachten ja, das wird unsere Lebensaufgabe, dachten wir beim ersten Grundstück. Ja. Wenn wir alt sind, können wir dann mal was ernten. Aber im 3. Jahr fingen wir dann schon an, dass wir echt gedacht haben, Schande, jetzt müssen wir ja einkochen und einmachen. also nach 5 Jahren war es wirklich so, dass wir nicht wussten, wohin mit den ganzen Sachen. Genau, da haben wir auch so Kisten gepackt und hatten ein paar Leute, die uns diese Kisten, diese Abo-Kisten. Kisten verkauft, ja. Und weil es einfach war. Ja, und da mussten wir uns aber entscheiden, ob wir jetzt, weil viele wollten auch eine Beratung und wissen, wie funktioniert das denn hier? Weil dann waren wir unterwegs. Ja, viele kamen ja und sagten, ihr habt ja so viel Ernte, bei mir geht das nicht so gut, was macht ihr? Und da mussten wir uns entscheiden, Gemüse verkaufen oder beraten. Und beraten hat uns zusammen auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, ja. Schön. Und jetzt gibt es jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt man hat ja so gewisse Erwartungen, ihr habt schon ein paar Sachen erzählt, also wo man dann eine gewisse Ernüchterung so erfährt vielleicht, aber wenn wir vielleicht generell nochmal darauf zu sprechen kommen, also welche Erwartungen hattet ihr? Und da gibt es ja welche, die sind enttäuscht worden, aber andere sind vielleicht auch übertroffen worden, weil man sagt, also das hätten wir uns nicht so schön vorgestellt und andere sagen, das sind wir so ein bisschen gegroundet worden sozusagen. Vielleicht also genau, ja. Also geerdet wird man. Wenn man in der Natur lebt und solche Projekte angeht, dann erdet man ganz schnell. Und man muss da aber auch bereit für sein und offen. Also die Erwartung, was ich oft hatte, ist, wenn du einen Samen in die Erde steckst, dass du hinterher natürlich auch den Brokkoli erntest. Dass das aber nicht immer funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man weiß, es können dann irgendwie Grashüpfer kommen, die denken in dem Moment, geil, cool, Brokkoli, und dann ist der weg am nächsten Tag. Also es kann alles passieren, darum so viel wie möglich anpflanzen. Ich habe auch ziemlich viel schon vergessen oder verdrängt im ersten Jahr. Viele Bäume ich neu gepflanzt habe, wie meine Hände geblutet haben von der Spitzhacke. Also das ist schon wirklich, wenn ich so nochmal drüber nachdenke. Aber dazu muss man sagen, wir hätten auch noch Maschinen ja holen können. Du wolltest das schon auch, du wolltest das ja richtig spüren. Ja, natürlich, ne? Was für Ressourcen man hat. Natürlich, wir hatten jetzt nicht die Ressourcen, da groß viele Bagger zu holen und riesen Bäume zu kaufen oder uns beraten zu lassen oder sonstiges. Wir haben wirklich von null angefangen und wirklich es ist viel Schweiß geflossen. Genau, und auch wirklich viele Sachen schiefgelaufen und daraus haben wir auch wirklich viel gelernt, wie man mit dem Boden hier im Südlichen umgehen muss, dass hier die meiste Energie in der Sonne ist. In Deutschland ist es ja umgekehrt, da ist ja die meiste Energie im Boden und nicht in der Sonne. Alleine dieser Wechsel dieser Energie ist schon fundamental wichtig, um wirklich andere Strategien zu haben, hier anzubauen. Und das mussten wir lernen erstmal. Also wir kennen viele, die hier hinkommen und das genauso machen, wie sie es auch in Deutschland gemacht haben. Zum Beispiel einen Baum pflanzen, einfach, so wie es in Deutschland, und das funktioniert selten. Manchmal schon, aber seltener, dass es so funktioniert, wie es in Deutschland funktioniert. Und da muss man einfach umswitchen. Man muss dann offen sein für die Signale, die einem die Natur gibt und dann einfach umdenken. Ich kenne jetzt in den USA auch einige Familien, die eine solches Projekt wie ihr begonnen habt, dann aber leider aufgegeben hatten nach einigen Jahren, weil sie es wahrscheinlich unterschätzt haben. Es ist ja auch manchmal so, dieser Traum, der ist ja auch nicht immer unbedingt so gesund zu sagen, jetzt gehe ich so zurück aufs Land. Ich suche ja so die Idylle, die ist vielleicht, oder ich finde es ein bisschen weltflüchtig, kann man das sehen, wenn man so naiv darüber nachdenkt. Ja, was habt ihr jetzt anders gemacht und was macht ihr anders, was letztlich dazu führt, dass ihr ja das schon sehr lange macht und ja, nach dem, was man beurteilen kann von außen, auch sehr erfolgreich macht? Also was macht ihr anders oder wie ist euer Mindset anders, damit ihr hier nicht aufgebt? Ich glaube, wir sind einfach neugierig immer wieder auf neue Sachen irgendwie. Also wir versteifen uns nicht auf
auf eins, sondern ich glaube, das Ideologische ist so ein bisschen, das muss man ein bisschen weglassen. Also beim ersten Grundstück war es genau, wie du jetzt meintest. Also auch ein bisschen, wir wollten auch Rückzug. Also einfach mal für uns sein. Also ein bisschen von der Welt weg, auch keine Nachrichten mehr hören und so ein bisschen in unserer eigenen Bubble leben. Und das war auch für die ersten 5,5 Jahre super. Nur dann haben wir auch gemerkt, verdammt, wir sind noch jung. Das ist uns jetzt doch ein bisschen zu weit weg vom Schuss. Und zum Meer müssen wir immer 1 Stunde fahren. Und unsere Kinder, die sind so auf uns angewiesen, die können nicht einfach mal aufs Fahrrad oder irgendwie so. Und das war dann, was ja auch unser Sohn dann ganz klar signalisiert hat, so, hey Leute, ich bin 16, ne, Schule ist hier vorbei, ich gehe nach Deutschland. Und dann haben wir auch gesagt, wir sehen das nicht als irgendwie Scheitern, sondern als Chance, uns die Karten neu zu mischen. Darum haben wir das ganze Ding verkauft, haben so unser Ego auch natürlich dann beiseite geschoben, weil da hängt natürlich auch ganz viel Herzblut dann drin in diesen 4 Hektar. Dann haben wir aber gesagt, ja, wir sehen es halt einfach als Chance. In Deutschland natürlich nicht so einfach gewesen dann die 1,5 Jahre in der Pandemiezeit. Und hier haben wir dann quasi die Fehler versucht zu vermeiden. Also wir wollten nicht mehr weit vom Schuss, aber wir wollten irgendwie so ein Zwischending. Also wir sind hier schon noch in einer etwas ländlicheren Region, aber mit dem Auto 10 Minuten halt, wie gesagt, am Meer, 15 Minuten in Lagos. Also das ist alles nah bei. Hier gibt's viele Aktivitäten mit Kindern, mit Menschen. Ja, das ist so ein bisschen für uns. Das muss jeder selber dann entscheiden, wie weit er von der Zivilisation weg möchte oder wie weit er jeden Tag fahren will. Aber wie gesagt, Lage ist schon für ein Grundstück entscheidend, was vorher für uns die ersten paar Jahre nicht wichtig war. Da wollen wir abgeschieden leben, um wirklich auch das zu spüren, das zu fühlen, dass man getrennt ist von dieser Gesellschaft, aber doch gehört man zur Gesellschaft dazu und möchte ja auch Kontakt mit anderen Menschen und Austausch haben, obwohl es auch klar digital geht. Aber wir kennen das ja alle unter 4 Augen oder 6 Augen, ne, live. Ja, echte Begegnungen sind auch schon schöner. Ja. Sag mal, sprecht ihr inzwischen auch mit euren Bäumen dann sozusagen, wenn man so alleine im Wald wohnt oder im Waldgarten? Ja, weißt du, das ist ganz interessant. Eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Die Bäume sprechen ja mit dir. Man muss ja nur zuhören. Und das fällt ja den Menschen ganz schwer. Ja, auch beobachten. Ja. Also ich frage deswegen auch, weil in unserer Familie haben wir jemanden, der auch sehr, sehr große Waldflächen hat, allerdings halt in Sachsen. Und da habe ich auch interessante Dinge gelernt, unter anderem auch, dass Bäume miteinander sprechen, wusste ich auch nie. Zum Beispiel, wenn ein Baum irgendwo von mir aus von einem Käfer geplagt wird, gebissen wird und so weiter und so fort, das in der Tat dann, dass Bäume miteinander kommunizieren und andere Bäume, die dann weit weg stehen, zum Beispiel irgendwelche Gift- oder Duftstoffe aussondern und dann sozusagen dieser Schädling da nicht hinkommt. Also es ist unglaublich, was man zum Thema Baum und Wald alles so lernen kann. Ne? So. Ja, bei uns, also zu mir kamen die Bücher vom Peter Wohlleben, der schreibt ja genau über solche Dinge. Also das war aber auch so schön, weil erst habe ich beobachtet, wie es ist in der Natur, dann kamen die Bücher und ich dachte mir nur so, wow, ja genau, so ist es. Ja, was für andere vielleicht irgendwie. Ja, es ist eigentlich nichts sehr Auffälliges, nichts wirklich, was man direkt erkennen kann. Ja, aber es ist tatsächlich da, unterirdisch. Es sind die Bäume miteinander verbunden, durch Pilze. So überlebt der Wald. Ne? So ist wirklich wie ein super System, wie ein Netzwerk. Und genau das kann der Mensch beschleunigen, weil so ein Wald, wenn man die Erde jetzt mal oder einen Acker nicht bearbeiten würde, in Deutschland jetzt angenommen, wo es viel Sommerregen gibt, aber auch hier, dann wird sich der Wald ja ausbreiten. Also ich habe mal gehört, in Deutschland jedes Jahr könnte sich der Wald um 200 Meter ausbreiten. Durch Eichhörnchen, durch Samenfall, durch Vögel, wenn man die Äcker nicht bearbeiten würde. Und wenn wir Menschen aber hier hingehen und so ein Waldähnliches oder die Prinzipien übernehmen, können wir auch viele Prozesse beschleunigen. Der Wald, der mulcht sich ja nur einmal im Jahr. Ich kann hier hingehen und 4-mal im Jahr mulchen. Und das heißt, und schon habe ich den Prozess um 4 Jahre bin ich dem voraus. Ja. Und wenn man diese Prinzipien sieht und nachahmt und die Techniken auch nutzt, die wir haben, die Technologien, die wir haben, nutzt,
um einfach diesen aufbauenden Prozess des Waldes einfach zu beschleunigen, dann geht das um Vielfaches schneller. Ihr hattet erwähnt, dass ihr auch eine ganze Menge Beratungsgespräche durchführt. Da wollen wir dann ganz am Ende auch nochmal natürlich drüber sprechen, wie man zu so einem Beratungsgespräch kommt und wie das abläuft. Aber vorher vielleicht nochmal eine Frage, weil ihr habt ja mit vielen so Leuten zu tun, die vielleicht mit der Idee kommen, ich wandere jetzt aus, Selbstversorgung und so. Gibt es aus eurer Sicht so Leute, wo ihr sagt, also die passen zu so einem Projekt nicht, die sollten lieber die Finger davon lassen, oder kann das jeder, oder was ist da so eure Erfahrung? Also ich glaube, wir mögen da gar nicht so irgendwie dann bewerten, aber wenn man das schon selber fühlt und spürt, dann soll man dem auf jeden Fall nachgehen. Ich meine, die Erfahrung kann einem niemand nehmen. Man wird immer dazu lernen. Wir sollten auch, egal wie alt wir sind, immer bereit sein, dazu zu lernen. Und wenn man am Ende sagt, ja gut, okay, cool, waren 3 tolle Jahre, aber ist nichts für mich, dann hat man ganz viel auch von sich selbst gelernt. Also was uns persönlich immer wichtig war definitiv, dass wir als Familie schon auch, also dass es dann Zusammenhalt gibt. Und wenn sich einer jetzt ganz todunglücklich ist, dass man das auch äußern darf und dass man nicht irgendwie auf Biegen und Brechen jetzt da irgendwie versucht, also ja, wir wollen jetzt aber auswandern und so ist es. Ja, ich glaube auch heutzutage ist es ein bisschen schwierig, diesen ersten Schritt zu machen ins Ungewisse. Weil man hat ja eigentlich so viele Informationen, unendlich viele. Ich weiß noch, als ich mit dem Gärtnern angefangen habe, da habe ich versucht, mir alles Mögliche an Wissen anzueignen, um endlich loslegen zu können. Und es war nie genug. Ich musste noch das lesen und das. Oder irgendwann habe ich alles hingeschrieben und habe gesagt, ich gehe jetzt da raus und fange einfach an. Und klar, und dann spielt natürlich Wissen eine Rolle. Dann die Erfahrung wird unterstützt durch Wissen, durch Bücher. Ja, aber die Erfahrung ist wirklich das Fundament, was man sich aufbaut. Und das Wissen dazu ist ja wirklich nur ein kleiner Teil, den man verbalisiert, den man vielleicht aufschreibt oder den man liest. Aber man muss Erfahrung sammeln, definitiv. Das ist, ne? Und wir sehen ja viele, die sich Infos hier holen, ganz viele Infos hier holen, ist ja auch gut, sollte man auch tun. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Sachen ungeklärt sind. Oder obwohl die Fragen beantwortet sind, hat man trotzdem Angst, den Schritt zu machen. Ja, obwohl man das Wissen hat, hat man Angst, rauszugehen. Ja, und das einfach zu überwinden und zu sagen, ja, jetzt muss ich es einfach machen. Ich muss ins Ungewisse gehen. Wir haben ja viele Mandanten, die jetzt sagen würden, ich meine, ich habe vielleicht nicht genug Kapital, ich kann das jetzt nicht einfach so anfangen, aber was ich mir vorstellen könnte, ist zu sagen, das Teilzeit zu machen. Das heißt, ich kann ins Ausland gehen. Parallel kann man ja heutzutage leicht von überall aus remote arbeiten. Das heißt, ich bin als Freiberufler noch tätig für ausländische Kunden, mache Softwareentwicklung, Beratung oder was auch immer. Kann man sowas, ist es realistisch? Habt ihr selbst auch, sage ich mal, Klienten von euch, denen ihr dabei helft, die so das auf Teilzeitbasis machen und nebenher noch arbeiten müssen? Oder muss man wirklich sagen, hier Vollzeit oder gar nicht? Ja, wenn man natürlich ein Grundstück hat, wäre es schon gut, wenn man auch die erste Zeit vor Ort ist. Also wir haben auch viele, die als allererstes zum Beispiel diesen Waldgarten haben wollen, haben aber auch noch das Haus steht noch nicht. Dann sagen wir auch schon immer so, ja, erstmal eine Basis zum Wohnen, Wege schaffen, Struktur reinbekommen und dann kommt das mit den Bäumen, weil man natürlich auch denkt, wenn ich jetzt die Bäume pflanze, dann habe ich ja schon irgendwie 3 Jahre gut. Wenn man aber nicht da ist und nicht beobachtet, nicht gießt, nicht eingreifen kann, dann hat man sehr viel Ausfall. Also es wäre schon gut, vor Ort zu sein. Man muss ein Setup machen, was Sicherheit schafft für die Lebewesen, auch Bäume eingeschlossen, die man da pflanzt oder hinbringt auf das Grundstück. Das kommt immer zum Schluss. Erst muss alles andere stehen. Ob man da jetzt wohnt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es muss alles stehen. Es muss die Bewässerung stehen. Es muss stehen, dass alles safe ist, dass da keine Ziegen draufkommen. Also Zaun ist immer wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel beim zweiten Grundstück, war uns ganz wichtig, dass wir auch mal 2, 3, 4 Wochen weg sein können, dass wir alles mit einer App von egal wo aus steuern können. Also alles automatisch bewässern können. Bei uns hat es jetzt knapp ein Jahr gedauert, dass wir jetzt im Garten jeden Tag nur 2 Stunden brauchen, jeden Tag. Ja. Und sonst läuft alles vollautomatisch. Also die Wasserversorgung für die Bäume ist vollautomatisch. Theoretisch könnten wir wegfahren und alles wird hier funktionieren, weiterlaufen. Und ja, Wahnsinn. Cool. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, und zwar heute beim Frühstück und beim Mittagessen. Wie viel % war Selbstversorgung auf dem Tisch?
Was gab's bei euch? Zum Mittagessen, wir machen jetzt immer, also wir haben ja schon seit Wochen, jeden Tag machen wir einen riesen Salat, Ja. wo Gurke, Paprika, Tomate, alles und Gewürze, alles von uns kommt. Und Da kaufen wir zum Beispiel dann den Ziegenkäse oder so Feta, wenn wir Lust haben, Also, haben wir da rein. ja, Ne? also Kohlenhydrate wie Reis, Nudeln oder Brot, das kaufen wir dazu. Ja. Also mein Frühstück war 100% Selbstversorgung, waren nämlich 3 Wassermelonen. Also kleine. Eigene Wassermelonen auch, schön. Ja. Ja. Genau. Aber das Hühnerei zum Beispiel, also bei mir gehört zum guten Frühstück immer ein Hühnerei. Habt ihr auch Hühner bei euch dann? Nee, auf dem Grundstück jetzt nicht. In Deutschland haben wir noch Hühner, die Familie versorgen. Auf dem ersten Grundstück in Portugal hatten wir auch Hühner. Jetzt haben wir uns aber dagegen entschieden. Ja, dann gehen wir zu unserem Nachbarn, der Hühner hat, und holen uns da die Eier. Ja. Darf auch alles passieren. Da sind wir auch ein bisschen gechillter geworden. Ne? Ja, ich bin noch am Überlegen, wie ich das schaffe, dass ich hier Hühner halten kann, dass die 2 Wochen alleine sein können. Das heißt, mit Futterspender und mit Eier wegrollen, dass sie irgendwo nicht angebrütet werden. Aber das ist ein Projekt. Mal gucken. Ja, und es sind dann schon Lebewesen auch. Ja. Ne? Dann fühlt sich nicht gut an. Ja. Es ist einiges machbar. Aber ich sehe bei vielen Kunden, die realisieren das nicht so ganz, dass man doch viel Input am Anfang machen muss. Geht gar nicht ums Geld, wirklich um Energie in irgendeiner Form, die man da reinbringen muss, damit was hinten rauskommt. Wie der Spruch ist, von nichts kommt nichts. Ist halt so. Und wenn man mit seinen Händen und mit dem Boden arbeitet, ist es schwierig. Es ist anstrengend, es ist schweißtreibend. Und klar, wenn man Geld hat, kann man Leute einstellen, kann man Arbeiter einstellen, alles gar kein Ding. Aber es muss gemacht werden. Es ist wirklich ein Machen. In welchen Ländern sind denn jetzt die Kunden, die ihr habt, vornehmlich in Deutschland, oder sind es auch Deutsche, die jetzt irgendwohin ins Ausland gezogen sind? Aufgrund des Buches kommen natürlich jetzt immer mehr auch aus Schweiz, Österreich und Deutschland. Das machen wir dann ja alles online. Und ja, hier in Portugal, also wird auch jetzt immer mehr, dass wir dann mal im Norden einen Auftrag haben oder in der Mitte von Portugal, also gar nicht nur jetzt bei uns im Umkreis. Wir hatten schon eine, die uns jetzt wahrscheinlich dann zum Herbst, Winter hin buchen möchte auf Mallorca. Italien hatten wir schon, Griechenland, Türkei. Also ja, sind wir ja natürlich dann auch nicht vor Ort. Also da muss man immer, ja, auch, dass der Kunde auch viel machen muss, also auch viel beobachten, schauen muss, was gibt es da für Bäume. Wenn wir jetzt eine Auswahl treffen sollen von Bäumen, muss man natürlich wissen, was wächst denn eigentlich jetzt in der Türkei vor Ort? So. Ja, unser Ansatz der Beratung ist ja auch, viele gehen davon aus, wir machen das schon. Ja, so, das ist ja kein Ding. Ja, so, was man sich da hinstellt und es funktioniert. Ja, es ist schon, man muss mitmachen. Man muss mitwachsen. Ja, der Mensch muss da mit reinwachsen. Und ja, das so ein bisschen zu vermitteln, dass es auch ein Teil ist Arbeit, aber der andere Teil ist ja auch, man wird ja auch sehr belohnt dafür. Wenn wir hier jetzt durchgehen und wirklich ich hier überrascht werde von auch die Erdbeere ist reif und dann gucke ich da ist wieder eine Erdbeerguave, die ich pflücken kann. Und gestern die erste Feige. Ja, die Feigen, die wir gesammelt haben. Das ist ein Kreislauf, der entsteht. Du gibst Energie in den Boden und du kriegst die Energie wieder aus dem Baum. Und es entsteht natürlich ein Kreislauf in dir und der erfüllt dich einfach. Der erfüllt deinen Körper und du kriegst es auf so viele Arten wieder. Ja, aber ja, es ist trotzdem schwierig manchmal zu vermitteln, weil manche Kunden selten passiert es so, dass die erstmal ich möchte ein neues Auto, neues Haus, Permakulturgarten. Ja, und das muss funktionieren. So, ja, es ist ein Lebewesen, es ist ein lebender Organismus. Es ist so wie, um ein Tier muss man sich kümmern. Ein Hund funktioniert auch nicht. Einfach so. Ja? Den muss man erziehen, auf den muss man achten, wenn der krank ist, wenn das ist bei Pflanzen ähnlich. Unbedingt. Und wie kann man das, ich weiß nicht, wie ihr das macht, du hast vorhin beschrieben von eurem ersten Grundstück da in Portugal, wo ihr ja dann sehr viel auch später angebaut habt. Habt ihr damals dann auch selbst verkauft, zum Beispiel auf dem Bauernmarkt, oder war das jetzt nie für euch wirklich eine Priorität?
Nö, auch, wir haben einen gut laufenden Insta-Kanal und da hatte ich in der Story einfach, wir haben ein paar Kisten Gemüse, also das, was in der Kiste drin ist, das ist das, was es gibt, keine Extrawürste, also das haben wir jetzt übrig im Garten und das war eigentlich immer ziemlich schnell weg. Also wir fanden es zu schade, das jetzt so anzubauen, dass du jetzt irgendwie deine 20 Blumenköhler für einen Markttag erntest. Und dann werden aber nur 3 verkauft. Ja, was machst du mit dem Rest? Ein bisschen schade dann, das für Hühner oder Schweine wegzugeben, weil wir natürlich jetzt nicht, ja, wie ein Bauer einen Acker hatten, wo man dann einfach in der Masse, also es waren schon dann auch, also dieser Blumenkohl war schon was Besonderes. Bei der Vermarktung ist es halt besonders, weil so ein Waldgarten, klar kann man einige Sachen so einstellen, dass man eine Erntezeit hat, wo man viel davon hat, aber meistens ist es so ausgelegt, dass du immer ein bisschen hast. Über das ganze Jahr verteilt hast du immer etwas. Das macht das Skalieren natürlich schlecht oder das Verkaufen natürlich schlecht. Du kannst es nicht sagen, ich nehme die und die Sachen mit und die verkaufe ich jetzt. Das ist mehr so, wie du schon sagtest. Man stellt einen Korb zusammen und den bietet man an für den und den Preis. Und dann. Aber da haben wir nur positive Erfahrungen gemacht. Also die Leute waren immer mega begeistert, weil sie ja auch dann ein paar Sachen nicht kannten und sich dann damit auseinandersetzen mussten. Okay, was mache ich denn dann jetzt mit dem Kohl, den ich jetzt gar nicht kenne, noch nie gesehen habe? Ja. Das heißt, ohne es kommerziell zu machen, ist praktisch schon mal was komplett anderes. Zu sagen, also jetzt zum Beispiel, es könnte jetzt bei dem einen oder anderen der Wunsch entstehen, naja, ich will es nicht als Selbstversorger machen, sondern ich will auch letztlich davon leben. Ja. Ich kann jetzt nicht unbedingt ein Buch schreiben oder Beratung geben, aber ich will davon leben, will letztlich verkaufen, was ich anbaue. Das ist dann nochmal komplett ein anderes Level, nehme ich an. Ja. Ja, es gibt auch, glaube ich, schon Leute, die sich genau damit auseinandersetzen, dass man das halt für diese große Vermarktung nutzen kann. Also ist auf jeden Fall bei uns auch noch ein Thema, wo wir noch ein bisschen, wo wir vielleicht auch mal eine Beratung nehmen oder so oder da ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall, dann geht es mehr in den Agroforstbereich. Ja. Das ist wirklich mehr, man kann es ja machen, wie man möchte. Agroforst ist ja mehr so, dass es wirklich in Reihen gepflanzt ist, dass man Bäume mit Gemüse pflanzt. Es geht einfach alles darauf, wie viel Zeit brauche ich für die Ernte und wie viel kriege ich in der und der Zeit aus dem Hektar raus. Ein Wald ist halt unvorhergesehen. Es ist nicht wirklich vorhersehbar so richtig. Und das ist das, was uns eigentlich daran gefällt und Spaß macht, weil das ist ja wirklich dieser Entdeckergeist, der dann aufkommt, der Jagdtrieb, sozusagen in den Wald zu gehen und wirklich seine Sinne anzustrengen, die Augen, die Farben erkennen, die Nase, die Gerüche wahrnimmt. Und das ist eigentlich das Erlebnis, was eigentlich auch unbezahlbar ist, wenn du in so einen Waldgarten gehst und auf der Jagd bist nach Obst und Gemüse. Ja, dann interagiert dein Körper mit den ganzen Sachen. Und dann weiß auch dein Körper, was er braucht und was er nicht braucht. Viel besser, als wenn du eine ganze Stange von irgendwas hast, von einer Überflutung von irgendwas, zu viel von allem hast. Ja, wir leben ja in einer Überflussgesellschaft. Ja, und mit Nahrung ist es halt nicht anders, ne? Jetzt noch eine Frage, die vielleicht auch den einen oder anderen interessiert, vielleicht auch viel in euren Beratungsgesprächen gestellt wird. Wie viel Startkapital muss denn jemand mindestens mitbringen, wenn er so ein Projekt angehen will? Ja, auch sehr individuell und schwierig. Also je weniger man hat, umso länger zieht sich das natürlich. Also das ist ja das Tolle, dass diese Prinzipien des Waldes, man kann ja mit 3 Bäumen anfangen. Der eine, der will aber 300, 3000. Also da kann man ganz individuell auch wirklich drauf eingehen. Aber was man wissen muss, ist, Bäume kosten Geld. Also kommt auch drauf an, in Deutschland sind sie teurer. Hier, ja, in den südlichen Ländern hat man oft auch die Märkte. Hier ist dann zum Beispiel ein Durchschnittsbaum, was würdest du sagen, zwischen 10 und 12 Euro? Ja, ich glaube, in Deutschland zahlt man dann um die 30 oder so, haben wir mal die Beobachtung gemacht. Ja. Dann gibt's wurzelnackte Bäume. Das kann man natürlich mit einfließen lassen. Die sind viel günstiger. Da muss man dann aber auf den Winter warten. Dann gibt's die nämlich nur zu einer bestimmten Zeit. Also da kann man schon auch was machen. Nur klar, je weniger Geld ich habe, umso mehr Zeit muss man einfach. Ja, und natürlich hängt auch alles vom Grundstück ab, welches man hat, welches man erwerben möchte. Ja. Da ist viel Recherche gefragt auch, ne? Weil es natürlich in Urlaubsregionen oder in Küstennähe, die Preise sind ja überall sehr, sehr hoch und da muss man schon gut suchen, ne?
Ja, unser Grundstück im Alentejo war jetzt auch günstiger als dann jetzt hier an der Küste. Ja, ein paar Meter vom Meer. Ja, da muss man so ein bisschen abwägen. Klar, Lage ist ja nun mal alles beim Grundstück. Dann desto besser die Lage, desto teurer das Grundstück. Und wenn du irgendwo abseits nirgendwo bist, dann kriegst du natürlich sehr günstige Grundstücke und kannst dich ausbauen. Aber dann wirst du schnell merken oder auch nicht, was dir dann fehlt an Infrastruktur. Ne? Und ob das dann Sinn gemacht hat. Aber wie gesagt, wir haben mit wenig angefangen. Also wir haben wirklich mit wenig angefangen, wo manche vielleicht sagen, also jetzt nicht mit 2.000 Euro ausgewandert, das nicht, aber jetzt keine 100.000 Euro. Ja, das ist also, hat auch geklappt. Hat auch geklappt. Ja. Also, wie macht ihr es denn mit Strom zum Beispiel? Da sind wir autark. Also da haben wir unsere Solarpaneele, unsere Batterie, unseren Wechselrichter und haben aber auch, das ist ja auch wieder so eine individuelle Geschichte, wir haben komplett unsere ganzen E-Geräte runtergeschraubt. Also wir wollten jetzt nicht eine fette Anlage und Fläche hier nutzen, also jede Fläche, die uns ja hier verloren geht. Wegen den Solarpanelen, ne? Ja, genau. Also wir wollten die Fläche nicht ganz so groß machen, weil dann haben wir weniger Platz für Bäume. Da mussten wir uns jetzt ein bisschen zurücknehmen, haben jetzt hier keinen Backofen. Also wenn wir Pizza wollen, müssen wir Pizza essen gehen. Also so. Ne? Aber geht halt auch. Ja, aber wir haben normale Waschmaschine, wir haben Kühlschrank, wir kochen mit Strom und wir machen Heißwasser mit Strom. Und das funktioniert alles sehr gut. Ja, mit einer kleinen PV-Anlage, die hat jetzt 5.000 Euro insgesamt gekostet und mit der kommen wir gut durch den Winter hier. Weil es halt in Portugal auch viel Sonnentage gibt. Ne? Ja, in Deutschland würde man mit der Anlage definitiv nicht. Ja, wenn das für Deutschland wäre, dann müsste man schon das Dreifache in Beschlag nehmen, damit man das Minimum hat, wirklich das Minimum. Toll, also ist echt eine interessante Sache, davon zu hören, wie ihr das so macht. Und würdet ihr das wieder machen? Also bisher, wenn ihr sagt, also ihr habt ja schon zweimal, oder? Ja. Ja, darum, also bei uns, wir sagen nicht, dass man jetzt hier auf ewig ist oder, also wir lassen alles offen. Ich sag mal, wenn uns das hier alles über den Kopf wächst, im wahrsten Sinne, dann fangen wir nochmal neu an. Aber nee, es macht Spaß, auch Sachen aufzubauen und den Entwicklungsprozess auch bei so einem Waldgarten mit anzusehen und das macht wirklich Spaß. Gibt es denn irgendein anderes Land, in dem euch das auch mal reizen würde? Also jetzt habt ihr das in dieser Region mal probiert, so einen Waldgarten, aber gibt es denn auch andere Länder, wo ihr sagen würde, da würde uns auch mal interessieren, was da so wächst und was wir da so hinbekommen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ja, ich persönlich, mich würde mal Italien interessieren und ich lerne auch schon Italienisch. Also so einfach aus der Intuition, wer weiß. Also ich war noch nie da. Also aus Gärtnersicht wächst ja in Italien dasselbe wie hier auch. Ja, klar, die Tropen ist reizvoll. Ja, du bist so auf anderen Kontinenten auch. Ich bin auch innerhalb von Europa, bewege ich mich. Alles näher am Äquator ist schon reizvoll für mich als Gärtner, aber da treten natürlich auch andere Probleme auf. Also für mich gibt es kein schlechtes Land per se und auch kein perfektes. Ja. Also du wirst immer auf Schwierigkeiten treffen, egal wo du bist. Selbst wenn du auf Hawaii bist und den perfekten Boden hast, dann wirst du andere Pilze, Insekten und Schädlinge haben, die deine Bäume wegfressen. Ja. Viele sind relativ viele Deutsche sind ja nach Paraguay zum Beispiel umgezogen während der Pandemie und so, ja. Also da hättest du ja dann direkt direkt im Dschungel, Paraguay hatten wir ja auch schon mal auf dem Schirm, also beziehungsweise, also es war dann so ein Ding zwischen Portugal und Paraguay, aber ich fand das dann irgendwie zu weit weg von der Familie. Jetzt. Ja, ist auf jeden Fall weit weg, ja. Also ganz interessant, da war im Spiegel ein Artikel vor kurzem, da hat ein Spiegeljournalist solche deutschen Auswanderer besucht in Paraguay und also von den meisten Auswanderern, die er getroffen hat, war er jetzt wenig überzeugt und hat die eher in einem negativen Licht beschrieben. Aber da war eben auch diese Familie, eine relativ junge Familie aus Deutschland, die hatten dort auch angefangen, eben so ein Projekt wie ihr zu machen auf dem Grundstück. Ja. Und also für die war das der in Erfüllung gegangene Traum, eben ähnlich, was du gerade gesagt hast, Michael, da kannst du alles wachsen und anbauen, von denen du jemals geträumt hast als Gärtner, ja, und riesige Pflanzen produzieren, ja. Also klang sehr interessant. Ja. Richtig cool. Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen, aus was für einer Intention heraus man natürlich auswandert. Ne? Also wir sind ja auch ausgewandert, nicht aus der
wir haben uns nie irgendwie so gefühlt, so jetzt müssen wir hier weg oder geflüchtet oder irgendwie so. Da können natürlich schon dann Herausforderungen nochmal kommen, ne? Wenn man jetzt sagt, ich will einfach erstmal, ich will irgendwo hin, nur nicht in Deutschland. Also aufwachen wird man egal wo, früher oder später. Ja, also die Realität kommt schon. Man nimmt sich ja immer selber mit. Ja, genau. Genau. Jetzt, wenn jetzt jemand von Zuschauern und Zuhörern interessiert ist und sich von euch beraten lassen möchte, wie würde das jetzt ablaufen? Wie geht er am besten auf euch zu? Soll er sich erst das Buch durchlesen oder irgendwas anderes durchlesen oder geht er direkt ins Beratungsgespräch? Also was habt ihr jetzt für Tipps an Zuschauer und Zuhörer, die weiter sich jetzt mit dem Thema beschäftigen wollen? Ja, also unser Buch empfehlen wir natürlich schon sehr, weil da hat man dann schon vorab eine gute Basis. Man versteht den Gedanken hinter diesen Prinzipien des Waldes. Man erfährt ein bisschen was über uns. Also so sieht es halt aus. Das ist jetzt spiegelverkehrt wahrscheinlich, ne? Nee, das passt schon. Ja. Und es ist ein How-to-Buch, natürlich schon ein bisschen mehr für die Region jetzt Deutschland mit Pflanzbeispielen, aber in einer persönlichen Beratung kann das Ganze immer individuell auch angegangen werden. Und man erfährt so ein bisschen auch was zu uns, unsere Geschichte, mit dem Auswandern, also da ist auch so ein kleiner Leitfaden drin, was immer wieder... Ja, und sonst per E-Mail und... Genau. Food Forest Design im Internet, Homepage. Ja, auf Instagram ist jeden Tag was, also da bin ich immer sehr aktiv, da gibt es jeden Tag Stories, was wir dann aktuell machen mit Beiträgen, kann man sich auch durchscrollen. Ja. Klasse. Also hat uns viel Spaß gemacht und euch zu unterhalten und wir wünschen euch das Beste. Man sieht sich immer mehrmals im Leben. Ich kann nur sagen, bleibt fröhlich und auch. Genießt es. Ne? Vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch mit euch. Ja, danke schön, dass wir sprechen durften. Ja, euch auch alles Gute. Ne? Danke euch. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.